Wissen Sie, was das Geheimnis der stärksten und widerstandsfähigsten Menschen ist? Es ist nicht das, was Sie hinzufügen, es ist das, was Sie entfernen. Herzlich willkommen bei Pragmatische Psyche. Heute geht es um eine fundamentale Reinigung, eine innere Revolution, die niemand sehen muss, um sie zu spüren. Wir sprechen darüber, wie wir in unserem Leben unnötigen Ballast, giftige Gewohnheiten und psychologischen Müll ansammeln und wie dieser Müll unsere Energie, unseren Fokus und unsere mentale Stärke blockiert. Das Problem ist, viele dieser Blockaden sind so tief in unseren Routinen und Denkmustern verwurzelt, dass wir sie nicht mehr als Problem, sondern als einen normalen Teil des Lebens ansehen. Das ist gefährlich. In diesem Video enthüllen wir 10 Dinge, die Sie still und heimlich aus Ihrem Leben eliminieren müssen, um Raum für exponentielles Wachstum und wahre Souveränität zu schaffen. Wir gehen dabei pragmatisch vor, von offensichtlichen Sorgen bis hin zu subtilen, selbstzerstörerischen Denkweisen. Ziel ist es, Ihnen einen klaren Fahrplan zur Verfügung zu stellen, mit dem Sie Ihre Lebensqualität radikal verbessern können, ohne die Welt darüber informieren zu müssen. Denn die stärksten Veränderungen sind die, die im Stillen geschehen. Bleiben Sie dran. Dies ist Ihr Manifest zur inneren Freiheit. Erstens. Eliminieren Sie die Suche nach externer Bestätigung. Der erste und vielleicht größte Energieabfluss ist das ständige Bedürfnis nach externer Validierung. Fragen Sie sich ehrlich, wie oft tun Sie Dinge nicht, weil Sie sie wollen, sondern weil Sie sich dafür eine Reaktion von außen erhoffen? Ein Like, ein Kompliment, die Anerkennung des Chefs? Diese Suche ist ein Fass ohne Boden. Der Moment, in dem Sie die Bestätigung erhalten, ist flüchtig und Ihr Gehirn verlangt sofort nach der nächsten Dosis. Psychologisch gesehen machen Sie sich von der Laune und den Meinungen anderer abhängig. Sie delegieren Ihren Selbstwert an die Öffentlichkeit. Das ist nicht nur ineffizient, es macht Sie zur leichten Beute für Manipulatoren, die dieses Bedürfnis schamlos ausnutzen. Was Sie eliminieren müssen: die Gewohnheit, nach jeder Handlung sofort auf Ihr Handy oder in die Augen anderer zu schauen, um deren Urteil zu lesen. Die pragmatische Lösung: tun Sie die Dinge, die Ihren eigenen Standards entsprechen. Sobald Sie eine Entscheidung getroffen haben, betrachten Sie das Urteil anderer als irrelevanten Hintergrundlärm. Ihr Wert wird durch Ihre Überzeugung und Ihre Taten bestimmt, nicht durch deren Applaus. Zweites, eliminieren Sie das ständige Vergleichen mit anderen. In der Ära der sozialen Medien ist das Vergleichen die Epidemie unserer Zeit. Wir sehen nur die Highlights, die perfekt inszenierten Fassaden, die Triumphe der anderen. Aber das Vergleichen ist toxisch, denn es gibt Ihnen nur 2 Ergebnisse. Sie fühlen sich schlecht, weil der andere scheinbar besser ist. Sie fühlen sich überheblich, weil der andere scheinbar schlechter ist. Beide Ergebnisse sind mentaler Müll. Das eine raubt Ihnen die Motivation, das andere die Demut. Beides entfernt Sie von Ihrem eigenen Weg. Was Sie eliminieren müssen: die unbewusste Gewohnheit, die Leistung oder den Status einer anderen Person als Maßstab für Ihren eigenen Wert zu verwenden. Die pragmatische Lösung: messen Sie sich ausschließlich an Ihrem gestrigen Ich. Ihr Fokus sollte darauf liegen, heute 1% besser zu sein als gestern. Jeder Mensch hat eine einzigartige Startlinie und ein einzigartiges Rennen. Nur Ihre Fortschritte zählen. Eliminieren Sie den Drang, in die Gärten der anderen zu blicken. Pflegen Sie Ihren eigenen. 3. Eliminieren Sie die Illusion der Multitasking-Fähigkeit. Viele von uns tragen stolz das Etikett Multitasking, weil es sich nach Produktivität und Effizienz anhört. Die Wahrheit ist, das menschliche Gehirn kann nicht wirklich mehrere anspruchsvolle Aufgaben gleichzeitig erledigen. Es schaltet nur extrem schnell zwischen den Aufgaben hin und her. Dieses ständige Hin- und Herschalten kostet enorme Mengen an Energie und führt zu erhöhter Fehlerquote.
Stress und dem Gefühl, ständig im Rückstand zu sein. Es ist eine Illusion der Produktivität. Was Sie eliminieren müssen, der Irrglaube, dass das ständige Jonglieren von E-Mails, Telefonaten und Aufgaben ein Zeichen von Stärke ist. Die pragmatische Lösung: Praktizieren Sie Deep Work. Widmen Sie sich einer Aufgabe mit 100% Fokus für eine bestimmte Zeitspanne. Schalten Sie alle Benachrichtigungen stumm. Das Resultat ist höhere Qualität, weniger Stress und das befriedigende Gefühl, eine Sache tatsächlich abgeschlossen zu haben. 4. Eliminieren Sie das unproduktive Grübeln über das Unveränderliche. Ein großer Teil unserer mentalen Energie wird täglich für das unproduktive Grübeln über Dinge verschwendet, die bereits geschehen sind oder die wir nicht kontrollieren können. Die Entscheidungen von gestern, das Wetter von morgen, die Meinung eines Kollegen. Dies ist eine unnötige emotionale Wiederholungsschleife. Wir spielen die Vergangenheit immer wieder ab, in der Hoffnung, das Ergebnis zu ändern. Das ist emotionaler Masochismus, was Sie eliminieren müssen, die emotionale Investition in das, was außerhalb Ihres Einflusskreises liegt. Die pragmatische Lösung: Führen Sie eine mentale Entladungszone ein. Wenn eine Sorge aufkommt, fragen Sie: Kann ich das in den nächsten 30 Minuten ändern? Wenn ja, handeln Sie. Wenn nein, notieren Sie es kurz und verschieben Sie es auf einen festen Sorgenslot von 15 Minuten am Abend. Bis dahin ist es verboten, darüber nachzudenken. Gewinnen Sie die Kontrolle über Ihre Gedanken zurück. 5. Eliminieren Sie die Angst vor dem Nein sagen. Viele Menschen haben eine tiefsitzende Angst davor, andere zu enttäuschen oder unhöflich zu wirken. Diese Angst manifestiert sich in einem ständigen, unnötigen Ja. Ein unüberlegtes Ja zu anderen ist oft ein Nein zu sich selbst. Es führt dazu, dass Ihre Zeit und Ihre Ressourcen von den Prioritäten und Zielen anderer Menschen bestimmt werden. Das ist ein Verlust von Autonomie und ein Zeichen mentaler Schwäche. Was Sie eliminieren müssen: Die automatische Bejahung aus Höflichkeit oder Angst vor Ablehnung. Die pragmatische Lösung: Kultivieren Sie das freundliche Nein. Antworten Sie nicht sofort. Sagen Sie: Ich muss das prüfen und melde mich in einer Stunde. Das verschafft Ihnen Zeit. Und dann lernen Sie einfache Formulierungen wie: Das klingt großartig, aber meine Prioritäten erlauben es mir momentan nicht. Ihre Zeit ist Ihre wichtigste Währung. Verteidigen Sie sie. 6. Eliminieren Sie das ewige Streben nach Perfektion. Perfektionismus klingt nach einem positiven Attribut, ist aber oft eine Form der Selbstsabotage und Vermeidung. Wer auf 100% wartet, beginnt oft nie. Die Angst vor Fehlern lähmt uns und verhindert den notwendigen Start. Perfektionismus verschwendet unendlich viel Zeit für die letzten 5% einer Aufgabe, die oft nur Ihnen selbst auffallen. Es ist ein Zeichen von Angst, nicht von Kompetenz. Was Sie eliminieren müssen: Die Erwartung, dass die erste Version einer Sache makellos sein muss. Die pragmatische Lösung: Leben Sie nach der 80-zu-20-Regel. Geben Sie sich die Erlaubnis, gut genug zu sein. Die Energie, die Sie für die letzten 20% der Perfektion verschwenden, sollten Sie in das Starten der nächsten Aufgabe investieren. Der Fortschritt schlägt die Perfektion. Immer. 7. Eliminieren Sie toxische Beziehungen und emotionale Vampire. Dies ist der schwierigste, aber wichtigste Punkt. Toxische Beziehungen sind Personen, die Sie emotional, energetisch oder finanziell aussaugen, ohne jemals etwas zurückzugeben. Die Narzissten und Manipulatoren, über die wir in diesem Kanal sprechen, sind die Spitze des Eisbergs. Aber auch Freunde, die sich nur melden, wenn sie Probleme haben, sind Energiediebe. Diese Beziehungen halten Sie im emotionalen Chaos und hindern Sie daran, Ihre volle mentale Stärke zu entfalten. Was Sie eliminieren müssen: Jede Beziehung, in der Sie sich konstant ausgelaugt, schuldig oder unzureichend fühlen. Die pragmatische Lösung: Führen Sie einen stillen Inventarcheck durch.
Reduzieren Sie den Kontakt zu diesen Personen heimlich und langsam. Hören Sie auf, Ihre Anrufe sofort zu beantworten. Das ist kein Verrat, das ist Selbstverteidigung. Ihre Loyalität gehört zuerst Ihrer eigenen psychischen Gesundheit. 8. Eliminieren Sie die passive Konsumhaltung. Unsere Zeit wird oft von passivem Konsum dominiert, endloses Scrollen, Binge-Watching, das Durchforsten von Nachrichtenfeeds. Das Problem ist nicht der Konsum an sich, sondern seine Passivität. Passiver Konsum befriedigt kurzfristig unseren Drang nach Neuem, führt aber langfristig zu mentaler Trägheit und Unzufriedenheit. Wir füllen unsere Zeit, aber wir schaffen keinen Wert. Was Sie eliminieren müssen: die Gewohnheit, auf Autopilot zu konsumieren. Die pragmatische Lösung: ersetzen Sie passive Konsumzeit durch aktive Schaffenszeit oder aktives Lernen. Wenn Sie 30 Minuten scrollen, ersetzen Sie diese durch 30 Minuten Lernen einer neuen Fähigkeit. Schreiben, Planen oder Sport. Schaffen Sie etwas. Aktivieren Sie Ihren Geist. 9. Eliminieren Sie das Etikett der Vergangenheit. Viele von uns tragen die Fehler und Misserfolge von gestern wie ein großes, schweres Etikett mit sich herum. Wir definieren uns über das, was schiefgelaufen ist. Das ist nicht nur unnötiger Ballast, es ist eine selbsterfüllende Prophezeiung, die Ihr zukünftiges Handeln sabotiert. Ihre Vergangenheit ist ein Lehrer, kein Gefängnis. Wenn Sie sich ständig daran erinnern, dass Sie schon immer unorganisiert, ängstlich oder ungeschickt waren, geben Sie dem Universum die Erlaubnis, dies auch in Zukunft zu sein. Was Sie eliminieren müssen: die Definition Ihrer Identität durch Ihre vergangenen Fehler. Die pragmatische Lösung: neu definieren Sie sich täglich neu. Sehen Sie Ihre Fehler als abgeschlossene Lektionen. Wenn der Gedanke an einen Fehler aufkommt, sagen Sie sich: das war eine Lektion und ich bin jetzt ein menschliches Wesen, das gelernt hat. Ihre mentale Stärke wächst, wenn Sie sich weigern, im Schatten alter Versionen zu leben. 10. Eliminieren Sie die innere Stimme der Kritik. Die letzte und vielleicht giftigste Sache, die Sie heute eliminieren können, ist der innere Kritiker. Diese Stimme, die Ihnen ständig erzählt, dass Sie nicht gut genug, nicht klug genug, nicht fähig genug sind. Kein externer Manipulator kann Ihnen so viel Schaden zufügen wie diese innere Stimme, denn sie hat vollen Zugang zu Ihrem emotionalen Kern. Sie ist der Saboteur, der Ihnen immer im Weg steht. Was Sie eliminieren müssen: den Glauben, dass diese Stimme die Wahrheit spricht. Die pragmatische Lösung: ersetzen Sie die Stimme. Sobald der Kritiker spricht, antworten Sie ihm mit einer pragmatischen Faktenaussage. Anstatt zu denken: ich werde scheitern, sagen Sie: ich habe in der Vergangenheit Fehler gemacht, aber ich habe einen Plan und ich werde mich verbessern. Behandeln Sie sich selbst mit der gleichen harten, aber fairen Logik, die Sie auch bei Ihren größten Zielen anwenden. Wir haben heute die 10 wichtigsten Blocker für Ihre mentale Stärke identifiziert. Von der externen Bestätigung bis hin zum inneren Kritiker. Denken Sie daran: wahre Stärke kommt nicht durch Hinzufügen, sondern durch das Entfernen des Unnötigen. Führen Sie diese Reinigung still und heimlich durch. Niemand muss von Ihrem Prozess wissen, aber alle werden das Ergebnis sehen. Wenn dieses Manifest zur inneren Freiheit Ihnen Klarheit verschafft hat, geben Sie dem Video einen Daumen nach oben und teilen Sie es. Abonnieren Sie Pragmatische Psyche, denn im nächsten Video kehren wir zur dunklen Psychologie zurück und zeigen Ihnen die 7 psychologischen Verteidigungsstrategien gegen Manipulation, die Sie sofort anwenden können. Bis dahin, denken Sie klug und handeln Sie mutig.